Powern statt Mauern. Prinzipiell ein weiser Ratschlag. Doch in diesem Falle wollen wir auf die Stützmauer nicht verzichten. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, in diesem Video möchte ich einmal ein wenig hinter die Kulissen schauen. Natürlich nur in Anführungsstrichen. Es handelt sich dabei um den hinteren Bereich der Anlage, den ich nicht ganz so häufig zeige, der allerdings auch seine besonderen Reize hat. Hier möchte ich euch zeigen, wie ich den Stützmauerkomplex errichtet habe. Mauern aus Pappe heißt hier das Stichwort, denn nicht nur der Hintergrund selbst ist aus Karton, sondern auch die Auflage. Es handelt sich dabei um Originalmaterial aus der DDR, dieses gepresste Kartonmaterial, wirklich, man kann es hier hinten sehen, mit den einzelnen Steinen, die dort reingedruckt wurden. Diese Steine diese Kartonbögen waren auf den Anlagen der damaligen Zeit häufig vertreten und auch gerne eingesetzt und machen den besonderen Charme von solchen Anlagen eben aus. Hier habe ich das Ganze aufgeklebt und werde eine Vertiefung einschneiden. Es soll aussehen, als ob hier einige Stücke der Mauer rausgebrochen sind, einige Steine. Das Ganze hinterklebe ich dann, bereite ich vor, hier mit Styropor. Dann kommt die Mauer provisorisch davor. So sieht das Ganze dann aus. Obendrauf die Mauerbekrönung, dahinter meine Gaststätte, HO-Gaststätte zum hungrigen Wölfle. Das ist ein weiterer Karton mit aufgedruckten Klinkersteinen. Sehr retro das Ganze, die Farben auch grell. Ich habe es im weiteren Verlauf etwas gedämpft farblich. Hier bereite ich den Sockel vor des Stellwerkes, des Vero-Stellwerkes. Dahinter eben auch eine solche Mauerkartonage. Als nächstes habe ich eben auch ein Areal gestaltet, in dem ein Bogen eingesetzt wird. Dahinter eine Mannschaftsbaracke, nenne ich das Ganze mal, damit sich die Reichsbahner dort aufwärmen und aufhalten können. Das Ganze mit verschiedenen Pappschichten gestaltet, ausgeschnitten mit dem Skalpell. Eine Umrandung gestaltet, die habe ich dann nochmal segmentiert, einzeln dann aufgeklebt, um die Fugen anzudeuten, und so sieht das Ganze dann aus. Dort ein Segment eingefügt, was ich dann mit Putz in Anführungsstrichen versehen habe, einzelne kleine Elemente, Putz, das ist Acrylfarbe und so ein Molto-Fill-Material, also Füllmaterial im Generellen, dass man diesen groben Putz etwas simulieren kann, nachbilden kann. Das Ganze mit Fenstern versehen, später noch mit Tür. Und fertig ist der Aufenthaltsraum für die Reichsbahner, für die Streckenarbeiter. Hier habe ich das Ganze, diese Stützmauer noch weitergebaut. Erstmal farblich grundiert. Nebendran sehen wir übrigens ein Stellwerk. Das Ganze habe ich von Josef, den guten Modellbahner-Kollegen. Seinen Kanal verlinke ich auch gerne. Schaut unbedingt mal rein. Lohnt sich. Die eben gezeigte Stützmauer habe ich mit solchen Hartschaumabschnitten beklebt, vorbereitet. Verschiedene Größen hier gewählt, ganz grob. Und einzeln aufgeklebt. Die Fugen möglichst groß, um dazwischen Grünzeug anzuordnen. Das Ganze ist etwas gebogen, etwas schon statisch, nicht mehr ganz in Ordnung. Farblich behandelt mit Acrylfarbe, um dem Ganzen Tiefe und Alter zu verleihen, Alter in Anführungsstrichen. Der Boden wird natürlich auch schön eingeschmutzt und bearbeitet das Ganze dann mit dem passenden Streumaterial. Hier sieht man das Ergebnis. Stern-Combo Meißen veröffentlichte im Jahr 1979 das Album Der weite Weg. Darauf zu finden ist das Lied Die Sage. Der Text erinnert ein wenig an die Stützmauer, die schon im Verfallen begriffen ist. Ich zitiere: Was von mancher alten Burg an Resten übrig blieb, in der einst ein Ritter hauste und sein Unwesen trieb, was an Grausamkeit geschah, kein Mauerstein verrät, was in dieser Zeit geschah, nur in der Sage steht. Nun, ganz so grausam ist diese Stützmauer hier nicht, passt zumindest etwas.
Das Lied ist unbedingt eine Empfehlung, hört mal rein. Viel Spaß dabei. Und weiter geht's. So, dann habe ich mich an einer etwas altersschwächlichen Treppe versucht. Einzelne Stufen aufgeklebt. Eine Sisyphos-Arbeit. Ganz interessant war es dann doch. Die Treppe führt dann hoch zur PGH John Scher und Genossen. Im Folgenden habe ich dann den Boden grundiert, vorbereitet, erstmal ganz grob, dann mit Streu versehen, echte Erde natürlich wieder, schön aus dem Garten, blühende Landschaften und so, ihr kennt es, auch auf der Modellbahnanlage, warum nicht? Verschiedene Materialien, es ist wirklich ein buntes Sammelsurium, hier auch original Streumaterial, das gute Dekorit in verschiedenen Körnungen, habe ich eine ganze Tüte voll oder Tüten massenhaft. Das Ganze mit einem Leim-Wasser-Gemisch und Spüli, etwas Spüli hätte es noch mehr sein müssen. Es floss nicht ganz so optimal, aber das Ergebnis kann sich dann doch sehen lassen. Auch hier reichlich Erde bzw. Sandmaterial. Hier seht ihr, man muss immer darauf achten, dass man genug Spüli verwendet, dass es sich auch schön einarbeitet von sich aus. Hier war es etwas träger, dennoch hat es dann mit etwas Warten funktioniert. Kleiner Tipp so am Rande. Hier ein paar Impressionen, wie es dann geworden ist. Natürlich auch einige Kanten sind noch nicht so optimal, die kaschiere ich mit etwas Grünzeug, Islandmoos. Doch im Ganzen kann man eigentlich zufrieden sein. Hier auch das Stellwerk noch einmal. Eine kleine romantische Ergänzung, habt ihr jetzt nicht gesehen, aber dort blüht dann ein Rosenstrauch. Könnt ihr ja später mal darauf achten, das weitere Bild folgt dann noch. Hier auch noch mehr Grünzeug. Ja, es sind Pflanzen- und Blumenfreunde, unsere Reichsbahner und Streckenarbeiter hier. Warum auch nicht? Ein bisschen Grün erhält den Alltag. Hier sehen wir neben der Diesellok den Rosenstrauch. Die Ecke ist letztendlich gut gelungen und ich hoffe, es gefällt euch auch. Soweit die Impressionen von der Stützmauer, von diesem Teil, ein wenig hinter die Kulissen geschaut. An dieser Stelle möchte ich euch selbstverständlich noch einen guten Rutsch in ein friedvolles und glückliches Jahr 2025 wünschen. Möge das Jahr uns allen viel Freude, Erfolg und erhabene Modellbahnmomente bringen. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wir sehen uns dann im kommenden Jahr wieder. Was bleibt mir zu sagen? Glück auf und fahrt frei.